Herzlich willkommen zu Rennfahrer, Fahranfänger, Fahranschule Episode 1. Wir werden heute durch die Basics von Rennfahrertum gehen und uns ansehen, wie wir eigentlich von Null Experience zu ein klein wenig wir kommen auf der Strecke klar gleiten. Der ganze Vorgang ist sehr kontraintuitiv. Kontraintuitiv, ist das ein Wort? Soll heißen, für gewöhnlich denkt man, Rennfahrer machen alles ganz schnell und quietschende Reifen und so weiter. Und wir springen in das Auto und fahren so schnell wie wir können. Das ist falsch. Was wir tatsächlich tun ist, wir fokussieren jetzt erstmal nur auf die Basics. Was ist wichtig? Was sind die ersten Schritte? Die ersten Schritte sind, ich muss wissen, wie die Strecke aussieht. Der zweite Schritt ist, ich muss wissen, an welchen Stellen ich bremse. Denn beim Rennfahren geht es hauptsächlich um das Bremsen, witzigerweise. So. Ich empfehle dabei, wir gehen jetzt mal hier in den Start. Wir beschäftigen uns nicht mit Setups, nicht mit irgendwelchen Dingen, die uns möglicherweise schneller oder langsamer machen. Hier geht es ausschließlich darum, im eigenen Kopf anzufangen, die Strecke zu erlernen und ein gewisses sicheres Fahrgefühl für das Auto zu entwickeln und eine gewisse Methode, wie man sich an der Strecke nähert. Und wenn wir das drauf haben, können wir Schritt für Schritt sehen, wie es weitergeht und wie wir tatsächlich schneller werden. So, wir beginnen damit, dass wir Ach ja, liebe Simracer, ja, ich fahre in Chasecam, damit wir unsere Umgebung besser sehen können. Vielen Dank für die Hinweise. So, Gerge informiert uns über die Low Tire Pressures, die mögen uns momentan nicht interessieren. Das Wichtigste beim Anfangen ist, wie gesagt, wir müssen herausfinden, wie sieht die Strecke aus, geht die Kurve, die da vorne kommt, jetzt nach rechts oder nach links, worauf müssen wir uns vorbereiten. Und ganz, ganz wichtig, ich würde mich ausschließlich darauf konzentrieren, zu lernen, wo muss ich bremsen. So, im ersten Run können wir jetzt mal versuchen, einem ganz langsam einfach der Strecke zu folgen. Wenn wir unter einer gewissen Geschwindigkeit bleiben, ist das eigentlich kein Problem. Wenn wir das so ein bisschen drauf haben, ich überspringe jetzt mal ein paar Minuten. Hier ist zum Beispiel was, ich weiß, hier muss ich bremsen, und zwar spätestens hier. Right? So, wenn ich bremse, bedeutet das, ich latsche voll auf die Bremse, versuche geradeaus zu bleiben und einfach die Zielgeschwindigkeit für die folgende Kurve zu erreichen. Das bedeutet, ich lerne eigentlich nicht, wie geht die Kurve, sondern nur, wo bremse ich. Wenn ich weiß, wo ich bremse, ist das ganze Ding auf einmal easy. Ja? So, wir gehen jetzt mal weiter noch ein bisschen und versuchen etwas schneller zu werden. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil meine Reifen durch das ganze Gequatsche kalt sind, die Bremsen sind kalt und so weiter. Hier wäre wieder ein Bremspunkt gewesen. Ich bremse, dann höre ich auf zu bremsen, lenke ein, fahre durch die Kurve und zwar weit unterhalb des Limits. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ihr werdet sehen, wenn wir das mal eine ganze Runde lang machen, übrigens hier wieder ein interessanter Bremspunkt. Hier muss man irgendwie so ein bisschen, nicht bremsend, aber schon mal vom Gas gehen, durchgehen, dann bremsen. Und wir bleiben einfach ganz strikt unter dem Limit. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das selbst ausprobiert, selbst ganz lockeres Fahren, wie ich es jetzt gleich tun werde in der nächsten Runde, ist deutlich schneller als das, was ihr versucht, wenn ihr es nicht drauf habt. Übrigens hier wieder ein Bremspunkt direkt nach dieser Kurve. Wir bremsen runter. Schön ist auch, wenn ihr den Bremspunkt kennt, so wirklich mit der Referenz hier an diesem Schild, hier an diesem Curb und so weiter und so fort. Und ihr dann voll auf die Bremse geht, dann habt ihr den Effekt, dass sich alles andere automatisch ergibt. Ihr habt auch die richtige Zielgeschwindigkeit, weil ihr seht ja, wann man einlenken muss. So, wir probieren es nochmal etwas, sage ich mal, repräsentativer, denn ich möchte auch beweisen, dass die Rundenzeit, die dabei rauskommt, gar nicht so schlecht ist. Also ich mache jetzt im Prinzip nichts Besonderes. Ich kann euch nur sagen, da kommt jetzt gleich ein Bremspunkt. Das weiß ich schon, weil ich es mir gemerkt habe. Der ist ungefähr hier. Wir bremsen. Die Kurve fängt an. Wir gehen von der Bremse runter und fahren einfach da drüber. Hier bremsen wir nochmal. Fahren nach links. Ganz locker, ohne großartig wirklich am Limit zu sein. Da ist gar nichts. Hier kann man einfach Vollgas geradeaus lenken. Das kann jeder Affe. So, hier ist wieder ein Bremspunkt. Wir bremsen, 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 bis die Kurve kommt. Wir lenken ein. Und es ist relativ entspannt. Ganz locker. Die Ecke, hier wieder, hier muss man ein bisschen vom Gas gehen, das ist so das Zwischending zwischen Bremsen und eigentlich voll geradeaus. Dann kommt wieder eine Gerade, auf der wir jetzt überhaupt nichts tun. Und hier der zweite Pin, kurz vor dem zweiten Pin wieder auf die Bremse gehen. Die Kurve kommt, runter von der Bremse, einlenken, nicht zu weit lenken, ihr seht auch mein Lenkradius, ich hoffe es. Wir lenken maximal bis 90 Grad, meistens weniger, das ist noch einer der schlimmeren Fehler, aber es ergibt sich, wenn man langsam fährt von alleine. So. Hier kommen wir wieder rein. Und da hat er einen Fehler gemacht, weil er zu viel gequatscht hat. Verdammt, ich bin so unfähig. So,
Und dann gucken wir mal auf die Rundenzeiten, wenn wir uns so langsam dem Ende nähern. Wir hatten jetzt bei dem vielen Gequatsche, das ist nicht repräsentativ, mit 2 Minuten 3. So, hier wieder sehr coole Kurve, sehr coole Kombination übrigens. Wir gehen raus, rein, bam, bam. Und wieder bremsen beim letzten Schild. Drehen uns einfach rein, coasten. Wir haben auch überhaupt keinen Pedalinput, wenn wir in die Kurve gehen. Das heißt, nachdem wir gebremst haben, gehen wir einfach von beiden Pedalen runter, bis wir zum Apex kommen. Das ist aber dann im nächsten Teil die Frage. So, und jetzt drehen wir hier durch und zack, auf die Main Straight. Kurve ist rum. Und unsere letzte Runde ist eine 1,41. So, das ist eine richtig furchtbare Runde natürlich. Wir könnten sehr, sehr viel schneller fahren. Aber probiert es mal selbst. Wenn ihr Rennfahrer, Fahranfänger seid, Gott, wer hat sich den Titel ausgedacht? Ihr werdet wahrscheinlich gar nicht so einfach unter 1,41 kommen. Und das viel Wichtigere dabei ist, wenn ich so fahre, kann ich 10, 20, 50 Runden lang so fahren und mindestens 1,41er Zeiten produzieren. Das kriegt ihr nicht hin, wenn ihr sozusagen, und ich bremse erst hier und jetzt drifte ich auf 4 Rädern hier rein und treffe meine Punkte alle nicht und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich nichts. Und das ist auch tatsächlich das Mindset, der größte Unterschied im Mindset zwischen dem Simracer und dem echten Fahrer. Der echte Fahrer sitzt in zum Beispiel dem Ferrari hier, 700.000 Euro Auto. Er hat nur sehr wenige Gelegenheiten auf der Strecke sich zu beweisen. Auch so eine Qualifying-Runde, da heißt das jetzt raus, 2 Runden und dann kommst du wieder rein, weil dann ist der nächste dran. Da fährt man nicht wirklich über dem Limit. Da versucht man die Kiste erstmal zu bringen und sich dann sozusagen dem Limit zu nähern. Aber Limit ist erstmal was für viel, viel, viel später. Das wäre mein erster Tipp für den absoluten blutigen Einsteiger. Bleibt unter dem Limit, bleibt total entspannt und kontrolliert die Geschichte. Und ihr werdet sehen, wenn ihr 5 Runden in diesem Speed macht, erstens, alles ist einfach, weil, again, ich muss mir nur den Bremspunkt merken, alles andere ergibt sich von selbst. Ich darf nicht überlenken natürlich, aber das ergibt sich, wenn ihr nicht schnell genug seid. Ja, und letzten Endes geht es nur darum, die Gewöhnung an den Rhythmus zu finden. Ich würde auch empfehlen, selbst blutigen Anfängern immer mit manueller Schaltung zu fahren, weil das Schalten hilft sehr, den Rhythmus zu finden. Ne? Ich habe dann meinen Bremspunkt und dann mache ich Klick, Klick, Klick und dann, man nennt das Muscle Memory, ich weiß gar nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen würde, aber der Körper, das Gehirn ist unglaublich gut dabei, sich solche Dinge anzueignen. Und wenn ihr es auf die richtige Weise anfasst, seid in 10 Minuten durch, kennt die Strecke so weit, dass ihr sie fahren könnt. Hängt ein bisschen davon ab, wie groß ihr ist natürlich. Und alles ist sehr, sehr viel leichter. Das bedeutet, mit diesem Mindset werdet ihr euch einen unglaublich viel einfacheren Start ermöglichen, als wenn wir versuchen, sofort ein Michael Schumacher zu sein und uns ein bisschen zu überschätzen. Alles klar, das wäre es für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Üben.